Ich bin jetzt ein Akrobat und damit beginnt die Road to Level 45. Und wir starten direkt mit einem Level Up. Genau. Ja, so schnell bin ich schon wieder zurück. Ich habe die Job Change noch gemacht, wie gesagt, und bin jetzt auf Level 20 mit unserem Akrobaten. Ich wollte noch auf ein paar Sachen eingehen, die zum Teil in die Kommentare geschrieben wurden. Also momentan läuft ja dieses extreme Anfänger-Event, das ich beim letzten Mal schon so ein bisschen erwähnt habe, mit den zusätzlichen Belohnungen. Da gibt es dann noch diesen Rückkehrer-Boost und dieses Rückkehrer-Equipment, das man sich holen kann. Also man kann sich auf ein höheres Level boosten, man kann sich dann auch Equipment geben lassen vom Spiel und so weiter und so fort. Also ich hatte es ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, nicht mehr auf dem Schirm, wo ich mir das Event angeguckt habe, weil das ist ja zeitgleich mit V23 gestartet, meine ich, vor knapp einem Monat oder vor ziemlich genau einem Monat und geht es noch bis diese Woche quasi. Und ich hatte es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr auf dem Schirm, aber ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, deswegen hat es im Endeffekt trotzdem keine Rolle gespielt. Ich will wirklich Oldschool spielen, ja, also ich will mich nicht auf Stufe 60 boosten lassen, ich will mich nicht auf Stufe was auch immer boosten lassen, ja? Also ich will wirklich, wie gesagt, Oldschool spielen und das einfach so, ja, durchziehen, wie man es eben durchgezogen hat. Klar mache ich jetzt nicht Oldschool, 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 das heißt Charakter ohne alles, kein Supporter, kein Equipment, also so Oldschool dann auch wieder nicht. Ich meine, es muss ja auch irgendwo Sinn machen, sage ich mal in Anführungszeichen. Also wir haben ja auch nicht alle Zeit der Welt, sage ich mal. Also theoretisch schon, aber man will ja dann irgendwie trotzdem dann sein Cruiser-Set tragen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon, wenn wir 45 sind. Sollte auch nicht mehr allzu lange dauern, also ich denke beim nächsten Mal wahrscheinlich schon. Und ja, ich spiele jetzt einfach jeden Tag diese Tournaments wahrscheinlich so ein kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man diese Gems wegschmeißt, ehrlich gesagt. Also das müsste jetzt einfach weiter tracken. Also ich habe jetzt heute noch nicht 3 gedroppt, ich habe 1 gedroppt tatsächlich erst. Als extra gewartet, bis ich mindestens 1 gedroppt habe und dann wollte ich zumindest noch ein paar Level machen, bis ich ja, hier loslege mit dem Commentary. Und achso, gestattet habe ich gleich auch schon länger nicht mehr, oder? Was haben wir hier? Ja, 4 Stat-Punkte, das geht eigentlich noch. Ja, und habe auch schon den Bogen ausgepackt. By the way, das ist tatsächlich grundsätzlich im Live-PC, vor allem wenn man so ein Equipment hat, nicht das Klügste. Aber ich bin mir ziemlich sicher mit dem Schwert, na gut, okay, nicht mit dem Wooden Sword wahrscheinlich, würden wir dann sogar mehr Schaden machen. Naja, gut. Ja, schwierig. Aber mit einer anderen Waffe würden wir wahrscheinlich sogar mit dem Schwert mehr Schaden machen. Spielt es aber auch gar keine wirkliche Rolle. Wie gesagt, es geht ja einfach nur just for fun, den Charakter jetzt gechillt, aber auch nicht zu gechillt hochzuleveln. Road to 45, wie gesagt. Und dann wird es richtig geil. Also ich glaube, dann wird es richtig pervers. Ich denke mal schon, dass wir dann nahezu alles one-shotten sollten. Ich meine, die Crit-Damage, die bringen uns tatsächlich noch nicht so viel. Ich habe tatsächlich nur 21% Crit-Rate aktuell. Weil auch das CS, gibt es überhaupt Crit-Rate? Ich glaube tatsächlich, doch hier, 5%, ja. Aber 5% ist tatsächlich ziemlich wenig. Cloak gibt keine Crit-Rate, Maske gibt keine Crit-Rate, logischerweise mein Set, also ich habe ja gar keins, gibt natürlich auch keine Crit-Rate. Also wir haben quasi keine Crit-Rate irgendwo im Equipment. Das macht es tatsächlich momentan ein bisschen schwierig, weil wir haben zwar sehr viel Base-Damage, aber wir haben auch ein bisschen, oder ja, gut Crit-Damage auf jeden Fall am Start, aber das bringt uns aktuell noch gar nichts. Und beim Cruiser-Set wird es tatsächlich ähnlich sein, dass wir da ja erstmal nur sau viel Crit-Damage bekommen. Ich weiß gar nicht, haben meine Handschuhe, die haben wahrscheinlich nur Angriffskraft, oder? Ja. Oh, die haben sogar minus 13% Attack-Speed. Oh, oh. Wie viel Attack-Speed habe ich denn? 100. Na gut. Naja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das wird auch interessant. Aber das Set ist ja plus 10, von dem her müsst ihr das eigentlich easy ausgleichen. Sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Aber ja, wie gesagt, das wird am Anfang wahrscheinlich noch ein bisschen komisch, weil wir halt noch nicht so viel Crit-Rate haben. Tonnenweise Crit-Damage, also natürlich alles komplett auf Crit-Damage ausgelegt. Schon davon ausgehend, dass man 100% Crit-Rate hat. Was wir jetzt, wie gesagt, offensichtlich noch nicht haben. Aber das ist dann nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir die dann haben, Astria und so, wird auch richtig cool. Wobei ich tatsächlich, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, ich habe tatsächlich ungebundene Korallen-Tickets gehabt. Die gibt es leider tatsächlich nicht seriengebunden. Das wäre vielleicht noch sowas, was man einbauen könnte. Klar, die Koralleninsel ist relativ irrelevant geworden. Also sie war noch nie extrem relevant bei Live-PC, weil sie deckt ja, glaube ich, Level 43 bis 69 ab. Das ist ein extrem kleiner Levelbereich, muss man wirklich sagen. Also ein extrem kleiner Levelbereich und ein Levelbereich, in dem man grundsätzlich noch sehr schnell levelt. Deswegen, ja, Koralleninsel, nicht so ultra relevant. Noch nie wirklich ultra relevant gewesen. Ich fand sie aber immer cool. Und hatte tatsächlich, wie gesagt, ich weiß nicht wieso,
Aber wahrscheinlich wegen Titelfarmen. Also ich habe ja früher mit meinem Ranger mal alle Titel gefarmt oder farmen wollen und so. Und ich schätze mal, die sind davon noch. Ein-Tages-Korallen-Tickets, beziehungsweise aus Treasure Chest Openings wahrscheinlich. Ich denke mal, da hat man auch Ein-Tages-Korallen-Tickets rausbekommen. Könnten wir fast zur Verifizierung hier im Chat nachgucken. Wer hat gerade jemand ein Opening gemacht? Koralleninsel-Ticket. Ah, hat aber keins bekommen, schade. Sonst hätte man das als Referenz genommen. Aber ja, wahrscheinlich irgendwie so oder gekauft, keine Ahnung, ist ja vollkommen egal. Jedenfalls habe ich die noch auf meinem Blade gefunden. Ich habe so ein paar Chars einfach durchgeguckt, um Items zu suchen, die ich dem Char hier sozusagen geben kann für den Start. Und da waren, wie gesagt, diese Koralleninsel-Tickets drin und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, da mal hinzugehen. Wie gesagt, das ist eh nur so ein kurzer Abschnitt, also da mal ein bisschen zu chillen, einfach Oldschool Koralleninsel. Gibt ja in Flash Universe mittlerweile die reworkte Koralleninsel, aber ich habe auch mal wieder Lust, die Oldschool-Variante zu erleben. Und zwar nicht nur mit Titelfarm, mit einem Charakter, der viel zu hoch ist, oder was heißt viel zu hoch, aber der da nur hingeht, um alles zu one-shotten und ja, Titel zu farmen, sondern auch mit einem Charakter, der actually dort levelt. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht und eigentlich auch noch nie wirklich. Also ich glaube, das einzige Mal, wo ich da relativ intensiv gelevelt habe, war 2014/2015, was auch absurd ist, dass das fast 10 Jahre her ist, als ich auf dem EU-Server Clockworks gespielt habe. Da war ich tatsächlich auf der Koralleninsel. Weiß gar nicht mehr wieso. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach wegen dem Bonus-XP vom Premium-Gebiet und so. I guess. Und wahrscheinlich, weil ich damals auch die Koralleninsel noch nie wirklich aktiv gegrindet hatte. Bis zu dem Zeitpunkt. Und genau, ja. Aber abgesehen davon habe ich eigentlich nie wirklich viel Zeit dort verbracht. Deswegen wird das auf jeden Fall nice. Und ja, Astria wird dann natürlich auch extrem cool. Das Fly-PC Astria habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ist auch mal wieder ein bisschen ein kleiner Nostalgietrip. Und wird sicherlich nice werden. Übrigens so ein paar Sachen, die ich tue oder vielleicht sogar sage, weiß ich nicht. Ich hoffe beim Sagen eher nicht so sehr, aber bei den Dingen, die ich tue, probiert nicht zu, ich weiß nicht, ernst oder zu eng zu sehen. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt ewig kein richtiges Fly-PC mehr gespielt. Und solche Sachen wie das SF zum Beispiel nur bei mir in meinem Fall 2,5 Minuten läuft zum Beispiel. Oder auch GT, wobei GT 2 Minuten, das deckt sich tatsächlich mit Flash Universe. Aber ja, so diese Rebuffs und so, da bin ich momentan nicht so wirklich drinnen, weil ich das einfach nicht mehr gewohnt bin, manche Sachen zu buffen oder auch nicht zu buffen. Apropos, gutes Stichpunkt. Ich habe zum Beispiel vergessen, Bow Mastery zu skillen. Aber gut, es ist auch kein extrem relevanter Skill, muss man dazu sagen. Aber wäre tatsächlich interessant, was das jetzt für einen Unterschied macht. Einfach just 4227. Ups. Nur um das mal kurz zu sehen. Ja, moin. So, da fängt schon an. Ich kann nicht mal Skills in die Leiste ziehen. So verlernt habe ich das. 4227 war es, ne? Jetzt müsste es wahrscheinlich 42... Oh, 4,6? Aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das gerade ein Captain war oder ein normaler. Wahrscheinlich ein normaler 4,6. Also wenn sie One-Shot sind, das ist auf jeden Fall ein Crit. 4,6. Achso, sind da hinten überhaupt Captains? Nein, hier hinten sind überhaupt keine Captains, oder? Ne. Ja gut, dann muss es eigentlich normaler gewesen sein. Ja, okay, es ist mehr, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Es ist tatsächlich mehr, als ich erwartet habe. Ja, dann hat sich das ja sogar gelohnt. Genau, was wären da noch für Skills? Weiß gar nicht. Was hat man bei Fly-PC dann eigentlich nur noch? Perfect Block eigentlich. Muss man nicht zwingen. Also, das werden wir definitiv erstmal nicht brauchen für eine sehr lange Zeit wahrscheinlich. Das kann man erstmal getrost ignorieren. Genau, Perfect Block. Na gut, Fast Walk und Dark Elo natürlich, klar. Ja gut, und Ranges sehen wir noch gar nicht, aber ja, ich glaube, das war es dann tatsächlich auch schon wieder fürs Erste. Naja, aber wie gesagt, also da werde ich hier und da wahrscheinlich noch Sachen sagen oder tun, die vielleicht nicht ganz so viel Sinn ergeben, weil ich es einfach gerade nicht mehr auf dem Kasten habe, beziehungsweise halt die Flash Universe Variante gewöhnt bin. Und da, wie gesagt, den einen oder anderen Fauxpas wahrscheinlich begehen werde. Ja, und wie regelmäßig die Videos kommen, das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon angedeutet. Also einfach mal gucken. Ich will jetzt auf jeden Fall das nächste Tournament, diesen nächsten Qualifier mitspielen. Muss man ja, sonst also muss ich ja qualifizieren, um dann an den späteren Events auch teilzunehmen. Und genau, das ist im Endeffekt so ein bisschen das Ziel. Und dafür muss ich jetzt natürlich diese Daily Tournaments grinden. Also was heißt grinden? Also zumindest mitmachen, damit man da überhaupt die Berechtigung hat zur Teilnahme an dem Qualifier. Und genau, so in etwa habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Also
Jetzt wahrscheinlich Characters neu, man erreicht noch schnell neue Level, man hat ein bisschen was zu zeigen, neue Monster, neues Equipment und so weiter. Also da vielleicht einmal die Woche wahrscheinlich kann man damit rechnen, vielleicht sogar mehr. Und ja, später dann wird es halt ab und zu mal so ein kleines Update geben. Oder wie ich es auch schon angekündigt oder angedeutet habe. Also es kann auch sein, dass ich einfach mal im Livestream auspacke tatsächlich, wenn Flive Universe, wenn ich da alle meine so Daily-Aufgaben erledigt habe, dann kann es auch mal sein, dass man dann mal so ein halbes Stündchen oder Stündchen mal kurz hier reinschaut und da ein paar Mobs weghaut quasi. Oh, der Giant ist da, okay. Können wir den killen? Welches Level hat der? 31? 33. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich irgendwas, was uns irgendwie viel Def gibt? Na gut, ich habe jetzt zweimal geblockt. Haben wir irgendwas, was uns extrem viel Def bringt? Eigentlich nicht, oder? Er macht mir nur 74 Schaden. Ach so, doch, Blessed Armor. Ja, natürlich. Ja, Blessed Armor natürlich. Unbesiegbar quasi für so ein Low-Level-Monster mit Blessed Armor. Ich wollte schon sagen, weil irgendwie so kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass irgendwie hier so fett ja, Damage drin, Verteidigung drin ist, auch im CS oder so, dachte ich mir jetzt so, hätte schon erwartet, dass er ein bisschen mehr Schaden macht, aber klar, Blessed Armor ist im Low-Level der Unbesiegbarkeitstrank. Die droppen gerade so auffällig viel Schmuck, das ist auch sehr ungewöhnlich. Und ein Ori. Sehr seltsam. Ein Ori und viel Schmuck. Naja. Wir sind jetzt Level 25, wie gesagt, Level 45 ist auf jeden Fall der nächste Meilenstein, den wir erreichen wollen. Einen neuen Bogen haben wir auch noch gedroppt. Kann ich noch gar nicht anziehen. Und ich denke mal, damit haben wir es für heute eigentlich auch schon wieder zusammengefasst. Diese Gems droppen wirklich selten. Wie gesagt, 0,5% Drop-Chance nochmal fürs Gedächtnis. Also es ist gar nicht so einfach, davon so viele zu bekommen. Mit dem momentanen Killspeed, vor allem die Mob-Dichte, ist hier natürlich auch ein großes Problem im Low-Level. Hatte ich ehrlich gesagt vor allem bei den Gegelboxen tatsächlich ein bisschen besser in Erinnerung, muss ich echt zugeben. Ist jetzt nicht grottenschlecht, aber so ein kleines bisschen besser hatte ich schon in Erinnerung. Was mich auch so ein bisschen nervt, sind die Chameleons, muss ich sagen. Die sind so ein bisschen, die überwuchern das Ganze. Ich schätze mal, die farmt einfach keiner so ultra aktiv. Beziehungsweise spawnen einfach zu viele, dass selbst wenn ein paar Leute die farmen, auf verschiedenen Channeln halt, dann irgendwann mal einfach einige da rumstehen. Außerdem läuft das Event ja auch schon seit Ewigkeiten. Also die Leute, die es wirklich aktiv gefarmt haben, sind dann wahrscheinlich auch schon fertig und farmen nicht mehr. Etc. Aber vor allem mit der Minimap und so nervt das halt ein kleines bisschen, weil du denkst dir so, oh, okay, dann ist das Spawn und dann ist halt 90% davon Chameleons oder so. Aber gut, ich meine, wir sind hier in Open World Saint Morning. Also ich meine, ich weiß, dass hier nicht so ultra viele Monster rumchillen. Aber trotzdem irritiert es ein bisschen, ist ein bisschen nervig. Also wenn die weg sind, dann glaube ich, wird es noch ein bisschen angenehmer. Wobei, wenn die weg sind, Donnerstag, ja, kann es sogar sein, dass wir dann gar nicht mehr so viel Zeit in der Open World verbringen. Weil wie gesagt, Korallinsel und direkt an die Korallinsel schließt ja auch schließt ja auch Astria an und dann, ja gut, okay, da sind wir dann erstmal eine Weile. Also Korallinsel wird wahrscheinlich relativ schnell gehen. So ein kleiner Nostalgietrip und dann Astria ähnlich, nur Astria geht da nicht mehr ganz so schnell, wenn ich dann weiterhin keine Amplis benutze. Wobei wir ab Level 60 mal gucken. Also ab Level 60 werde ich dann wahrscheinlich schon hier und da mal so, um das nächste Achievement, wie zum Beispiel Zagasbau oder so zu erreichen, mal Amplis reinknallen. Ich meine, dafür hat man sie ja und ich meine, das ist eher absurd, wie viele Amplis ich bekomme auf dem Char, wo ich nichts gemacht habe. 3 x 5 Q-Amplis, einmal sogar 7 Tage. Was ist das? Okay, das sind eigentlich die gleichen, aber das Stacken nicht, okay. Genau, dann haben wir nochmal 5 von den XR und, na gut, das war es dann tatsächlich auch. Ah ne, hier oben sind nochmal 10. Also, es ist insane. Also ich habe nichts getan und so viel Zeug bekommen. Also da werden wir sicherlich was nutzen. Wird es halt, wie gesagt, am Anfang mal noch nicht übertreiben und es noch ein bisschen gemütlich angehen lassen. Ich denke mal, die meisten Leute teilen das Gefühl, so ein neuer Charakter ist irgendwie doch ziemlich cool. Und wenn man es dann komplett übertreibt mit den Power-Ups und mit den Amplis und man rusht dann auf Level 60 innerhalb von 20 Minuten oder 10 Minuten oder so, sicherlich macht das auch irgendwo Spaß, aber manchmal will man einfach doch den etwas längeren Weg zumindest gehen. Ich meine, ich gehe schon nicht den ultra langsamen Weg. Ich meine, ich habe jetzt innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten 11 Level gemacht oder so. Aber ja, wie gesagt, es ist irgendwie einfach wieder richtig nice. Hatte ich auch echt mal wieder Bock drauf, muss ich wirklich zugeben. Und ja, genug geschwafelt. Eigentlich wollte ich schon vor 5 Minuten Schluss machen, fällt mir gerade ein. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like, Kommentar, ein Abo da. Und schaut auf jeden Fall auch gerne im Livestream vorbei. Auch wenn ich Flive Universe spiele, können wir gerne über Flive PC reden. Gar kein Thema. Alle Flive-Themen sind immer willkommen. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht am Giveaway teilzunehmen. Letztes Video, Flive
Online Comeback heißt das. Geht noch bis zum 24.01.23:59. Richtig dickes Giveaway, also vergesst es auf jeden Fall nicht. Und ja, das dürfte es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.